Wenn du an die größten Tech-Unternehmen der Welt denkst, fallen meistens diese Namen. Apple, Microsoft, Amazon, Nvidia, Alphabet oder auch TSMC, Tencent, ASML oder SAP. Aber was ist mit Broadcom? Wusstest du, dass es derzeit das achtgrößte Tech-Unternehmen der Welt ist? Und wusstest du, dass 99% des weltweiten Internetverkehrs mindestens eine Technologiekomponente von Broadcom durchläuft? Broadcom hat in der digitalen Infrastruktur ein Monopol und das ist noch fast untertrieben, denn alle Fortune 500 Unternehmen sind ihr Kunde. Und der Kurs der Aktie ist in den letzten 15 Jahren circa um das 185-fache gestiegen. Nur im Vergleich zu Broadcom stehen die Aktien von Meta und Alphabet heute 18 Mal höher als 2019, die von Microsoft 25 Mal, die von Amazon um 40 Mal, die von Apple um 65 Mal, von Netflix um 142 Mal und nur die Aktien von Nvidia sind um 315 Mal höher. Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Marco und ich freue mich, dass du mit mir zusammen in die faszinierende Welt der Aktien und Finanzen eintauchst. Wenn du es cool findest, dass ich durch stundenlange Recherche dir deine Recherchearbeit erspare, dann bitte lass ein Abo da oder einen Like oder schreib mir einen Kommentar. Bitte beachte, dass die bereitgestellten Informationen keine Anlageberatung sind und nun geht's los mit der Aktienanalyse von Broadcom. Wenn wir den langfristigen Chart von Broadcom betrachten, so sehen wir, dass er wie an der Schnur gezogen nach oben geht, von links unten nach rechts oben. Ein perfektes Chartbild. Bei einem Einmalinvestment von 5000 Euro und einer monatlichen Sparrate von 100 Euro beginnend ab dem Jahr 2009 kommen wir auf folgendes Ergebnis. Und zwar wäre dein Investment heute 1.800.000 Dollar wert mit einer jährlichen Rendite von 40%. Vergleichen wir die Konkurrenten im Halbleiter- und Wireless Communication Markt und beziehen eine Benchmark von 5 Jahren mit ein, so erkennen wir, dass die Aktie von Nvidia natürlich der große Spitzenreiter mit 1400% Kursgewinn ist. Gefolgt von Broadcom allerdings mit 680% und weit abgeschlagen kommen erst die Aktien von AMD oder auch der S&P 500, der um die 84% gemacht hat, oder Qualcomm sowie Intel oder Texas Instruments. Schauen wir uns die Konkurrenten in einer weiteren wichtigen Business-Sparte von Broadcom, der Netzwerktechnik und den Rechenzentren an, so können wir erkennen, dass maximal ein Hauptkonkurrent mit Arista Networks besteht, der seinen Kurs ungefähr um 500% verbessert hat. Alle anderen Konkurrenten sind weit abgeschlagen. In den Software- und Enterprise Solutions hat Broadcom auch seine Konkurrenten mit Oracle, IBM oder auch Salesforce mit Abstand distanziert. Auch ein Vergleich mit dem breiten Markt der ETFs darf nicht fehlen. Während Broadcom über einen Zeitraum von 5 Jahren ca. 680% Kursgewinn gemacht hat, hat der Halbleiter-ETF SMH 217% gemacht und der Technologie-ETF XLK um die 128%. Der Nasdaq kam in demselben Zeitraum auf 117% Kursgewinn. In ihren eigenen Investor Relations vergleichen sie ein Investment von 100 Dollar in die Broadcom-Aktie mit dem S&P 500 und dem Nasdaq. Wie man sehen kann, ist 5 Jahre später das Investment in der Broadcom-Aktie deutlich mehr wert als ein Investment in selbige Indizes. Charttechnisch ist die Broadcom-Aktie zum Zeitpunkt der Aufnahme dieses Videos nahe ihrer 200-Tageslinie, die in der Charttechnik eine wichtige Unterstützungs- bzw. Widerstandslinie darstellt. Hier dient sie als Support-Level, da sich viele Trader unter anderem auch an der 200-Day Moving Average orientieren, die hier in Gelb dargestellt ist. Sehr attraktiv war die Aktie Ende März 2025 bis Anfang Mai 2025, da sie unterhalb der 200-Tageslinie war, aber das weiß man natürlich nur rückblickend betrachtet. Aktuell ist die 200-Day Moving Average bei ca. 192 Dollar, während der Aktienkurs bei um die 250 Dollar ist. Wichtig ist es auch, sich den MACD auf Wochensicht anzusehen. Er lieferte am 12. Mai 2025 ein bullisches Crossover. Das passiert, wenn die 12-Wochen-Linie hier in blau dargestellt, die 24-Wochen-Linie hier in orange von unten nach oben durchkreuzt. Der RSI auf Tagessicht hat am 8.4.2025 von der überverkauften Lage bei einem Wert um die 30 einen Wechsel im Sentiment angedeutet, da hier die lila Linie von unten nach oben die gelbe Linie durchquert. Aktuell befindet sich die Broadcom-Aktie allerdings im leicht überkauften Bereich beim Wert um die 75. Für das zweite Quartal 2025 waren die Erwartungen an die Broadcom-Aktie aufgrund des KI-Booms sehr hoch. Gemeldet wurden Zahlen, die die Erwartungen zwar leicht geschlagen haben, allerdings hat der Aktienkurs leicht nachgegeben, nachbörslich ca. um 5%. Das Unternehmen wurde 1961 von Hewlett Packard als Halbleitersparte gegründet.
1999 erfolgte die Ausgliederung von Hewlett-Packard als Teil von Agilent Technologies, dem späteren Avago Technologies. Im Jahr 2005 wurde Avago Technologies gegründet, nachdem Kohlberg Kravis oder auch kurz KKR und Silver Lake Partners die Semiconductor Products Group von Agilent Technologies übernommen hatte. Die Geschichte von Broadcom ist durch zahlreiche Übernahmen geprägt, was auch zu ihrem Geschäftsmodell im Übrigen zählt. Das Unternehmen wurde 1961 von Hewlett-Packard gegründet und firmierte unter dem Namen Avago. 2015 übernahm Avago seinen Mitbewerber Broadcom für umgerechnet 37 Milliarden US-Dollar und übernahm dessen Namen. 2017 gab es den Versuch der feindlichen Übernahme des Handy-Chip-Herstellers Qualcomm für 117 Milliarden US-Dollar. Dieser scheiterte 2018 am Veto des damaligen US-Präsidenten Donald Trump aus Gründen der nationalen Sicherheit. Mitte 2018 kauften sie für 18,9 Milliarden US-Dollar CA Technologies, einen Tech-Infrastrukturriesen, sowie Ende 2019 die Enterprise-Sparte und den Markennamen des Cybersecurity-Spezialisten Symantec für zusammen rund 30 Milliarden US-Dollar. Jüngstes Objekt der Begierde war VMware, ein Anbieter zu Softwarelösungen im Bereich Cloud Computing sowie der Visualisierung von Rechenzentruminfrastrukturen, für das Broadcom 69 Milliarden US-Dollar 2023 gezahlt hatte. Zu VMware kommen wir noch gleich. In dieser Grafik könnt ihr die Übernahme nach Bereichen aufgeschlüsselt sehen. Wie wir sehen, ist in letzter Zeit insbesondere der Infrastrukturbereich das Objekt der Begierde bei Broadcom. Zunächst zu VMware. Broadcom versucht in Datencenter hineinzukommen und das noch mehr über KI, da Software- und Visualisierungslösungen von VMware mit eingesetzt werden. Broadcom stellt bisher Chips für Kommunikation und Datencenter selbst bereit. Über VMware versucht man eine breitere Basis zu erhalten, um im Cloud-Geschäft weiter zu wachsen. VMware ist aber bisher noch nicht so gewachsen wie der Cloud-Markt selber. Broadcom ist für die Entwicklung der Technologie verantwortlich, die das moderne Internet möglich macht. Netzwerken ist das Wichtigste, also alles miteinander zu verbinden. Das sehen wir uns später auch nochmal genauer an. Broadcom hat in einigen Zukunftsbereichen systemrelevante Dominanz erzielt. Das Unternehmen entwickelt, entwirft und liefert weltweit verschiedene Halbleiterbauelemente und ist zudem im Bereich Infrastruktursoftware tätig. Die Produkte des Unternehmens werden in verschiedenen Anwendungen eingesetzt, darunter Unternehmens- und Rechenzentrumsnetzwerke, Heimkonnektivität, Set-Top-Boxen, Breitbandzugang, Telekommunikationsgeräte, Smartphones und Basisstationen, Rechenzentrumsserver und Speichersysteme, Fabrikautomatisierung, Stromerzeugung und alternative Energiesysteme sowie elektronische Displays. Sie sind Dienstleister und Partner der größten Unternehmen der Welt in 6 großen Bereichen. Auch dank der vielen Akquisitionen ist Broadcom zu einem hochprofitablen Technologiekonzern geworden. CEO Hook Tan verfolgt dabei eine klare Private Equity Mentalität. Er erwirbt führende Unternehmen in einer Branche und senkt dann die Kosten, während Broadcom jeden Geschäftsbereich in seine größere Unternehmensstruktur einbindet. Research and Development wird vom Unternehmen als sehr wichtig betrachtet, da sie viele Ausgaben in den Forschungs- und Entwicklungsbereich stecken. Das ist generell positiv für viele schnell wachsende Unternehmen. Jährlich erhöht es um 27% sein Budget für R&D und zudem haben sie mittlerweile weit über 23.000 Patente. Networking ist das Kerngeschäft von Broadcom und das wollen sie mit 17 Franchises unter Einsatz von KI ausweiten. Anhand dieser Grafiken braucht man kein Mathematiker zu sein, um zu sehen, dass Broadcom den Einsatz von KI enorm steigern möchte. Sie haben das breiteste und branchenführendste KI-Netzwerk im Portfolio und bedienen damit insbesondere 2 Abnahmemärkte. Broadcom bietet KI-Beschleuniger an, insbesondere kundenspezifische XPU-Lösungen. Das sind sogenannte Extreme Processing Units, die darauf ausgelegt sind, KI-Workloads für spezifische Kundenanforderungen zu optimieren. Dabei handelt es sich nicht um Standard-GPUs oder ASICs, sondern um semi-kundenspezifische Plattformen, die für verschiedene KI-Aufgaben optimiert sind, darunter auch solche mit großen Datenmengen und Hochgeschwindigkeitsnetzwerken. Da Unternehmen immer stärker auf die von ihnen genutzten Softwareanwendungen angewiesen sind, ist es wichtig zu wissen, welche Softwareanwendungen sie haben, wer sie nutzt und wie sie unterstützt werden und welche Kosten mit ihnen verbunden sind.
Gut entwickelte und gut verstandene Software Asset Management, also SAM-Praktiken, sind der Schlüssel zur Maximierung des Nutzens ihrer Software Assets. Beim Herauszoomen erkennt man, dass Broadcom das Ziel hat, alle KI-Server miteinander zu vernetzen. Ja, und aus dem Geschäftsbericht des Jahres 2024 erkennt man, dass die Semiconductor-Lösungen, also die Halbleiterlösungen, noch den Großteil des Umsatzes ausmachen, während hingegen die Infrastruktursoftware immer mehr zunimmt. Auch in dieser Grafik kann man den Unterschied ganz gut erkennen. Die Halbleiterlösungen machen 58% des Umsatzes aus, während hingegen die Infrastruktursoftware 42% ausmacht. Die anderen Bereiche sind viel zu klein, als dass sie eine Rolle spielen. Hier sehen wir die Aufschlüsselung nach Geografie. 25% des Umsatzes macht Broadcom in Amerika, während sie 20% in China machen und 19% in Singapur. Sogar 36% machen sie auch in anderen Teilen der Welt. Insgesamt gilt aber festzuhalten, dass der China-Anteil am Umsatz kurzfristig betrachtet zurückgeht, längerfristig aber zunimmt. Vor allem aber nimmt der Bereich Asia-Pacific zu, denn wenn Apple ihre Produktion nach Vietnam oder Indien von China aus verlagert, verändert Broadcom den Absatzmarkt mit. Daher sind sie nicht abhängig vom Umsatzmarkt, sondern von den Kunden, die dort oder woanders produzieren. In dieser Grafik könnt ihr den Umsatzanteil der aufgeschlüsselten Business-Segmente gut erkennen. Es sind die Trailing 12 Months TTM dargestellt. Diese beziehen sich auf die finanzielle Performance eines Unternehmens in den letzten 12 aufeinanderfolgenden Monaten, in dem die letzten 4 Quartale zusammengefasst werden. Man kann sehen, dass in den letzten 5 Jahren ein stetiges Umsatzwachstum vorliegt. Auch im Vergleich zum letzten Jahr haben sich alle Geschäftsbereiche gesteigert. Saisonal betrachtet kann man erkennen, dass es überhaupt keinen schwachen Monat bei den Umsätzen von Broadcom gibt und sie kontinuierlich eine Steigerung drin haben. Zudem gab es einen Sprung des Umsatzes ab dem Jahr 2024. Ja, und in dieser Grafik könnt ihr ganz gut erkennen, dass im Jahr 2023 der Umsatzanteil von der Infrastruktursoftware noch ungefähr bei 20% lag, während er danach immer stetig zugenommen hat und aktuell sogar schon über 40% des Gesamtumsatzes ausmacht. Dieser wird weiterhin aus meiner Sicht steigen. Aus den 8K-Filings der Investor Relations vom Q2 2025 können wir nun erkennen, dass die Halbleiterlösungen 56% des Gesamtumsatzes und die Infrastruktursoftware 44% des Umsatzes ausmachen. Im Vergleich zu einem Jahr gibt es hier eine leichte Verschiebung. Insgesamt aber ist der Trend erkennbar und eine Verbesserung der Geschäftsmargen auch deutlich. Innerhalb einer Grafik Ihres Geschäftsberichts stellen Sie einige Kunden in dem Ethernet-Bereich auf. Amazon ist mit ihren Trainium-Chips dabei, Nvidia mit den GPUs oder AMD mit den MIs. Insgesamt haben sie Kontrolle also über eine Erfindung, die jeder braucht und nutzt. Sie versuchen ihr Monopol weiterhin auszuweiten, allerdings sind sie in der Vergangenheit mit ihren Kunden nicht immer zimperlich umgegangen. Stichwort Verdrängungsvertrag, Vergeltungsmaßnahmen gegen nicht loyale Kunden, Exklusivitätsvereinbarungen sind einige Dinge. Und auch hier können wir sehen, welche Player zusammenarbeiten im Ultra-Ethernet-Bereich, wo die KI skaliert wird. AMD, Cisco, Meta, Broadcom, Microsoft, Oracle, Intel sind nur ein paar Namen. Ja, und hier wird sich auf einen Artikel aus dem Wall Street Journal bezogen, in dem nochmal die herausstellende Marktpositionierung mit der Übernahme von VMware gezeigt wird, da 100% der Fortune 500 Unternehmen eben Kunde von Broadcom sind. Und auch die KI aus der Google-Suchmaschine bestätigt die Verflechtungen mit allen großen Tech-Unternehmen der Welt. Sei es Meta Platforms, Google, Microsoft oder OpenAI, alle sind Kunde bei Broadcom. Und wenn du die Pause-Taste drücken möchtest, dann siehst du auf der linken Seite die Bereiche, in denen Broadcom überall Kunden hat. Auch hier kannst du nochmal eine Zusammenstellung der Kunden im Ethernet-Portfolio und Ökosystem von Broadcom erkennen. Ja, und beispielhaft möchte ich 2 der größten Unternehmen der Welt an der Stelle nochmal hervorheben. Alphabet und Apple haben eine große Kooperation mit Broadcom. Denn Alphabet entwickelt ihre Tensor Processing Units mit Hilfe von Broadcoms Chip-Technologie. Diese Chips werden zum Training ihrer KI-Modelle benötigt. Und künftig soll Broadcom nun auch noch stärker mit Apple zusammenarbeiten als bisher, um ihre KI-Chips zu entwickeln. Das unterstreicht nochmal die herausragende Marktposition von Broadcom.
Ja, hier kann man sehr gut erkennen, dass der gesamte Halbleitermarkt ständig und weiterhin am Wachsen ist. Ein Treiber der Branchenumsätze war die Nachfrage nach Chips der neuen KI-Generation. Die Schätzung für den gesamten adressierbaren Markt für KI-Beschleuniger-Chips wurde auf 500 Milliarden US-Dollar im Jahr 2028 erhöht. Eine Zahl, die höher ist als der Umsatz der gesamten Chipindustrie im Jahr 2023. Nicht nur bei Broadcom, sondern auch insgesamt betrachtet, werden die Ausgaben für Research and Development, also für Forschung und Entwicklung, immer größer. Was man aber beachten muss, ist, dass der Halbleitermarkt sehr zyklisch und volatil bleibt. Wenn du findest, dass ich dir durch dieses aufwendige Aktienanalyse-Video einen Mehrwert gebracht habe, dann schreib doch bitte einen Kommentar, lass ein Like da und abonniere meinen Kanal. Der CEO von Broadcom ist Hook Tan und die hauptsächlichen Eigentümer der Broadcom-Aktie werden bei Institutionen gehalten und zwar zu fast 80% und auch der Free Float wird von Institutionen zu 80% kontrolliert. Die größten institutionellen Eigentümer sind wie eigentlich fast immer über die ETFs, die Vanguard Group oder auch BlackRock. Allerdings muss man auch sagen, dass von den Superinvestoren nur ein Unternehmen Broadcom unter den Top 10 Holdings hat. Und an dem Trend von EBITDA und Umsatz kann man deutliches Wachstum erkennen. EBITDA ist eine Finanzkennzahl, die Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization heißt und sie wird den Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände bezeichnen. Sie zeigt also die operative Ertragskraft eines Unternehmens unabhängig von Finanzierungs- und Steuerstrukturen. Der Umsatz hingegen ist der Gesamtbetrag, der durch den Verkauf von Waren und Dienstleistungen erzielt wird, vor Abzug aller Ausgaben und Kosten. Und hier sehen wir uns die Margen über die letzten 10 Jahre an, die wir aber im Anschluss noch quartalsweise in einer genaueren Darstellung sehen können. Ja, und die Bruttomarge ist seit 2008 ständig am Wachsen, auch wenn zwischenzeitlich mal Plateaubereiche dabei waren. Man nennt sie auch Gross Profit Margin und es ist der Gewinneinteil eines Unternehmens vor Abzügen. Ja, bei der operativen Marge sehen wir seit 2008 lange Plateauphasen bis zum Jahr 2016 und dann ging es sprunghaft ab und zu wieder nach oben. Insgesamt betrachtet zeigt der Trend nach oben, denn die EBIT-Marge oder auch Betriebsmarge betrachtet zeigt die Rentabilität des Kerngeschäfts des Unternehmens, was bei Broadcom ständig am Steigen ist. Und auch die Nettomarge hält sich bis auf wenige Ausnahmen auf einem konstanten Niveau. Nvidia ist zwar hier besser, allerdings Broadcom auch nicht so schlecht. Ja, und der Vergleich zur Konkurrenz ist bei den Margen natürlich auch extrem wichtig. Broadcom befindet sich bei der Gross Profit Margin in den Last Trading Months sogar vor Nvidia mit 76%. In der EBIT Margin allerdings hat Nvidia ganz klar die Nase vorn mit 58%, während Broadcom auf ca. 35% kommt. In der Net Income Margin ist auch Nvidia Spitzenreiter, gefolgt von Texas Instruments oder Qualcomm. Broadcom avanciert hier insgesamt nur auf dem 4. Platz. Ja, und hier sehen wir den Überblick und die Entwicklung der Kennzahlen, die Broadcom selber innerhalb der Investor Relations bekannt gibt. Sie geben an, dass die Gross Margin ständig steigt, der Free Cashflow am Steigen ist, sowie auch das Adjusted EBITDA, aber alles auf Non-GAAP-Basis. Ja, und hier möchte ich Broadcom mit seinen Konkurrenten hinsichtlich des PE-Ratios bzw. des KGVs vergleichen. In der oberen Grafik seht ihr das aktuelle KGV, während unten das prognostizierte oder auch erwartete KGV zu sehen ist. Insgesamt gilt festzuhalten, dass das durchschnittliche KGV der letzten 10 Jahre nicht mehr so passend ist, da sich das Unternehmen Broadcom auch sehr stark geändert hat. Zudem haben sie aktuell ein sehr hohes KGV von um die 122, das durch Sondereffekte bedingt ist aufgrund der Übernahmen. Im kommenden Jahr soll das KGV allerdings nur noch 38 betragen. Insgesamt muss man aber auch sehen, dass das von Nvidia nur 29 betragen soll. Bei schnell wachsenden Unternehmen, also Growth Stocks, wird häufig das PEG-Ratio, also das Price Earnings to Growth Ratio, betrachtet. Es ist eine Kennzahl, die das Kurs-Gewinn-Verhältnis einer Aktie mit dem erwarteten Gewinnwachstum in Beziehung setzt. Es hilft Investoren zu beurteilen, ob eine Aktie günstig oder teuer bewertet ist im Verhältnis zu ihrem erwarteten Wachstum. 1 soll hierbei ein guter Wert sein. Bei Broadcom ist der Wert bei um die 1,85, ähnlich wie bei Qualcomm. Bei den Konkurrenten Texas Instruments sogar bei 2,8. Sehr attraktiv ist der Wert bei der Aktie Nvidia mit 1,0. Eine aus meiner Sicht sehr wichtige Kennzahl ist auch die Free Cashflow Yield. Diese beträgt bei Broadcom aktuell ungefähr 1,7%.
Die Free Cashflow Yield wird berechnet durch die Formel Operating Cashflow minus CapEx minus Stock-Based Compensation. Dabei sind CapEx die Investitionsausgaben für längerfristige Anlagegüter wie zum Beispiel Maschinen, Gebäude oder Ausrüstung. Das ist natürlich bei einem Softwarekonzern relativ niedrig. Der freie Cashflow ist das Geld, das einem Unternehmen nach Abzug aller Ausgaben zur Verfügung steht. Es wird also der freie Cashflow im Verhältnis zum Marktwert des Unternehmens ausgedrückt. Eine Free Cashflow Yield von 5% bedeutet, dass für jeden Dollar, den Investoren in das Unternehmen investieren, das Unternehmen 5 Cent als freien Cashflow generiert. Umgekehrt kann man sagen, dass der Marktwert des Unternehmens hier ca. das 20-fache seines freien Cashflows beträgt. Eine hohe Free Cashflow Yield über 4% deutet auf ein attraktives Investment hin. Wichtig ist es auch, sich die Free Cashflow Yield im Zusammenhang mit der Stock-Based Compensation genauer anzusehen. Diese sind aktienbasierte Mitarbeitervergütungen, bei der ein Unternehmen seinen Mitarbeitern anstelle von Bargeld Aktien gewährt. Wie wir sehen können, gab es einen großen Sprung in der Stock-Based Compensation hier in den blauen Säulen dargestellt in Q1 2024. Allerdings ist auch positiv zu verzeichnen, dass diese mit der Zeit wieder abgebaut wird. Diese Grafik finde ich in dem Zusammenhang von Broadcom besonders wichtig, da man hier die Free Cashflow Yield im Zusammenhang mit den abgezogenen Stock-Based Compensation gut erkennen kann. Wie wir sehen können, ist trotzdem von links unten nach rechts oben ein klarer Trend zu erkennen. Setzt man den Enterprise Value eines Unternehmens zu den EBITDA ins Verhältnis und betrachtet die letzten 12 Monate, so können wir bei Broadcom doch einen relativ hohen Wert von 44 erkennen. Die Konkurrenz schlägt sich hier ein bisschen besser. Und auch bei der Free Cashflow Yield können wir sehen, dass Qualcomm mit einer aktuellen Free Cashflow Yield von 7,2% deutlich vor Broadcom liegt. Sogar Nvidia ist mit 2% noch ein Ticken besser. Und hier können wir nochmal sehen, wie bereits schon vorher thematisiert, welchen großen Stellenwert das Thema Forschung und Entwicklung in den Kosten von Broadcom hat. Sie geben aktuell insgesamt 2,25 Milliarden US-Dollar dafür aus, was man hier an der hellblauen Säule bzw. türkisen Säule erkennen kann. Darunter, diese kleine Säule, sind dann die CapEx mit im Vergleich dazu wenigen 100 Millionen. Betrachten wir nur die CapEx-Ausgaben, so können wir erkennen, dass diese über die Dauer von nun mittlerweile 8 Jahren auch schon ein bisschen rückläufig sind. Allerdings auch betrachtet von Q1 2018 bis jetzt 2025 auf ungefähr demselben Niveau bleiben. Der Return of Capital setzt sich bei Broadcom dadurch zusammen, dass sie eine Dividende zahlen, hier an der lilanen Säule dargestellt, als auch an der gelben Säule Aktienrückkäufe machen. Allerdings waren die bereits auch schon mal höher, zum Beispiel in Q1 24 oder auch in Q1 23. Aktuell kaufen sie also nicht so viele Aktien zurück, allerdings können wir auch eine Steigerung der Dividenden über die Jahre erkennen. Wie bereits schon gesagt, finden nicht extrem hohe Aktienrückkäufe statt, allerdings doch mit beträchtlichen Summen von um die 4,5 Milliarden US-Dollar und das bereits schon seit dem Jahr 2016. Die Dividende ist kontinuierlich am Steigen, was natürlich auch dem Aktionär sehr gefällt. Anhand einer Grafik aus den Investor Relations können wir sehen, dass die Dividende kontinuierlich gesteigert wurde. Insgesamt wurde sie nunmehr seit 11 Jahren kontinuierlich gesteigert und sie beträgt im 10-Jahres-Schnitt um die 142% und auf 5-Jahressicht um die 32%. Und das, obwohl sich die Zahl der Aktien aufgrund der zahlreichen Übernahmen in den letzten 10 Jahren fast verdoppelt hat. Die kumulierte Dividendenrendite auf 5 Jahre betrachtet liegt bei ungefähr 1,8%, während das Dividendenwachstum auf ein Jahr betrachtet bei ca. 14% liegt. In einem aussagekräftigen Einjahreschart sieht man, dass Broadcom in der Einschätzung seiner Gewinne überbewertet ist. Das können wir erkennen dadurch, dass die blaue Linie weit über der schwarzen Fair Value Linie liegt. Betrachten wir uns die Bilanz von Broadcom, so können wir sehen, dass der Schuldenanteil hier in den roten Säulen dargestellt ist, sehr hoch ist im Vergleich zum Cash, und zwar um ungefähr den Faktor 6. Durch Sprünge in der Bilanz, wie zum Beispiel in Q1 24, können wir auch sehen, dass Broadcom immer mal wieder Übernahmen getätigt hat und dadurch einen nicht zu verachtenden Goodwill-Posten hat, also sozusagen mehr für eine Übernahme bezahlt hat, als das übernommene Unternehmen eigentlich laut Bilanz wert ist. Das könnte man zwar im Unternehmen Broadcom auch abschreiben, aber dann müssten sie einen Verlust ausweisen und das will man als CEO nicht und verschiebt es dadurch auf den Nachfolger. Verschuldung ist also genauso groß wie das Kernvermögen und Cash sowie Wertpapiere, aber da das Unternehmen gut wächst, braucht man als Aktionär aus meiner Sicht keine Sorgen haben. Denn die Zinsen können sie locker decken und man hat genug Tilgungskraft, siehe auch Cashflow von vorher, auch nach Dividende, um die Schulden abzubezahlen.
Anhand des Alle-Aktien-Qualitätsscore können wir uns auch einen guten Überblick über Wachstum wie auch Verschuldung von Broadcom machen. Insgesamt ist die Maximalpunktzahl 10 und Broadcom kommt hier auf den Wert 7. Eine relevante Metrik für die finanzielle Gesundheit bzw. Stabilität eines Unternehmens ist der sogenannte Altman Set Score. Er ist ein Modell zur Vorhersage der Insolvenzgefahr und er verwendet 5 Kennzahlen, um das Insolvenzrisiko zu bewerten, darunter die Liquidität, die Rentabilität, Verschuldung oder auch die Marktbewertung. Der Wert von Broadcom liegt hier bei 8,0 im sehr sicheren Bereich. Der Piotrowski-Score gibt auch Auskunft über die finanzielle Gesundheit eines Unternehmens. Ein Wert von 8 bis 9 gilt hier als stark, während Insolvenzgefahr im Bereich 0 bis 2 liegt. Werte im Mittelfeld sind hier weniger aussagekräftig, da sie vom analysierten Unternehmen abhängig sind. Wie wir bereits schon gesehen haben, verfügt Broadcom über eine nicht unerhebliche Finanzverschuldung, weswegen auch der Wert von nur 3 von 9 Punkten zustande kommt. Da die Börse immer die Zukunft handelt, ist es wichtig, bei Investitionsentscheidungen nicht nur die aktuelle finanzielle Lage eines Unternehmens zu betrachten, sondern auch dessen zukünftige Wachstumschancen, Markttrends und Innovationspotenziale zu analysieren. Laut den Prognosen für die kommenden Jahre, hier hellblau hinterlegt, soll Broadcom 2026 als auch 2027 dauerhaft wachsen. Sowohl EBIT als auch EBITDA sowie das Nettoergebnis sollen stark steigen. Und auch die Margen sollen bei Broadcom in den Jahren 2026 und 2027 steigen, sodass sie beispielsweise eine Nettogewinnmarge von um die 41% im Jahr 2027 erreichen sollen. Auch der Cashflow pro Aktie soll im Jahr 2026 auf 8,5 pro Aktie bzw. auf $10 pro Aktie im Jahr 2027 ansteigen. Der Gewinn pro Aktie, also die EPS, soll auch um die 25% in den Jahren 2026 und 2027 zunehmen. Gut ist auch, dass das KGV bis zum Jahr 2027 sogar nur auf den Wert 37 sinken soll. Das kann natürlich mit den hohen Gewinnen, die Broadcom erwartet, sehr stark in Zusammenhang gebracht werden. Die Free Cashflow Yield soll sogar im Jahr 2027 auf den Wert 3,6 und somit auf ein attraktives Niveau angehoben werden. Die Berechnung beim KGV ist simpel. Der Aktienkurs wird ins Verhältnis zum Gewinn pro Aktie gesetzt. Somit misst das KGV die Anzahl der Jahre, in denen das Unternehmen seinen aktuellen Börsenwert verdienen würde. An dieser Stelle möchte ich gerne zusammenfassen. Ich beginne mit den Wettbewerbsvorteilen von Broadcom. Sie kooperieren mit allen Fortune 500 Unternehmen und haben eine führende Position in den KI-Beschleunigern. Außerdem verzeichnen sie ein starkes Wachstum im KI-Bereich, sowohl auch ein starkes Wachstum im Bereich der Infrastruktursoftware. Denn durch die strategische Umstellung auf die Abonnementmodelle und das Cross-Selling von Full-Stack-Virtualisierungslösungen konnte Broadcom im Bereich Infrastruktursoftware ein deutliches Wachstum erzielen und so eine wiederkehrende Einnahmequelle verstärken. Sie haben eine robuste Netzwerktechnologie, denn mit seinen fortschrittlichen Netzwerklösungen ist Broadcom bestens aufgestellt, um von der wachsenden Nachfrage nach Verbindungen mit hoher Bandbreite und geringer Latenz zu profitieren. Sie haben eine Partnerschaft mit Hyperscalern, denn die intensive Zusammenarbeit mit den wichtigen Hyperscale-Partnern für kundenspezifische KI-Projekte unterstreicht Broadcoms Stärke bei der Bereitstellung maßgeschneiderter Halbleiterlösungen. Allerdings gibt es auch Risiken. Insbesondere ist aus meiner Sicht der Verschuldungsgrad zu nennen. Denn aufgrund der erheblichen Bruttokapitalverschuldung könnte das Unternehmen bei steigenden Zinsen oder Liquiditätsproblemen unter finanziellen Druck geraten. Zudem sind sie von den wenigen Hyperscale-Kunden abhängig. Denn sollten diese Kunden ihre Bereitstellung reduzieren oder die Lieferungen wechseln, könnte dies die finanzielle Leistungsfähigkeit von Broadcom erheblich beeinträchtigen. Außerdem haben sie aus meiner Sicht einen hohen Druck auf den Forschung- und Entwicklungskosten. Denn Broadcom erhöht zwar seine Forschung- und Entwicklungsinvestitionen, was aber die finanziellen Ressourcen auch belasten könnte. Und dann gab es noch die Patenttrolle. 2017 haben einige Smart-TV-Hersteller Broadcom wegen Patentverletzung verklagt, unter anderem LG. 2020 hat sogar auch Netflix eine Patentklage eingereicht. In der Tech-Community werden diese Klagen als Eifersuchtsklagen angesehen. Aus meiner Sicht hat aber Broadcom eine Kontrolle über eine Erfindung, die jeder braucht. Die größte Sorge ist also, dass Broadcom den gesamten Markt der Internetchips kontrolliert. 99% Kontrolle des Internets, das heißt, jedes erdenkliche Unternehmen ist von ihnen abhängig. Nicht zuletzt kam auch ein Rückgang bei Nicht-KI-Halbleitern zustande und geopolitische und regulatorische Unsicherheiten, zum Beispiel Zölle oder Exportkontrollen, könnten sich auf die Lieferketten auswirken.
Und jetzt zum Disclaimer. Ich selber bin nicht in die Broadcom-Aktie investiert. Bitte nimm also meine Darstellungen nicht als Grundlage für dein Handeln und recherchier bitte auch selbstständig. Wenn du findest, dass dir dieses aufwendige Video einen Mehrwert gebracht hat, dann abonniere meinen Kanal oder lass mir ein Like da. Gerne darfst du auch einen Kommentar schreiben, ich bin für jegliches Feedback wirklich sehr dankbar. Und was findest du jetzt von der Broadcom-Aktie? Bist du an einem Investment interessiert oder bereits schon investiert? Schreib's mir gern unten in die Kommentare. Hast du heute was Neues über die Broadcom-Aktie erfahren? Dann lass es mich bitte gerne wissen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.